Ja, Papa war sehr zufrieden. Mama war auch zufrieden. Hat ein Lachen im Gesicht, deswegen Papa war hochzufrieden. Auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du dem Spiel gestern geben? Er war schon nah an der 10, würde ich sagen. Ich glaube, das war schon nah am perfekten Spiel von uns. Zu 0 gespielt, 2 Tore gemacht. Ich glaube, besser kannst du in München da nicht nach Hause gehen. Du hast mit Mats zusammen insgesamt die Viererkette. Defensiv habt ihr, du hast gerade schon gesagt, zu 0 gespielt. Ein bombastisches Spiel abgeliefert in der Halbzeitpause. Wenn wir mal Werte nehmen, Mats Hummels Zweikampfquote 80%, du 78%. Wie viel Bock hat das gestern auch gemacht, da zu verteidigen zusammen? Ja, ich glaube, dass tatsächlich vor uns so viel wegverteidigt worden ist. Auch Emre vor der Kette hat einen super Job gemacht, dass dann für uns diese Zweikämpfe relativ einfach waren. Natürlich brauchst du dann auch ein bisschen Glück, ne? Bayern nutzt dann die Chancen nicht. Ich muss sagen, von mir selber, ich habe mich jetzt nicht so top gefühlt vom Spiel. Man hat ja immer ein bisschen ein Gefühl als Spieler. Im Spiel wurde es dann besser, dann kommt auch natürlich das Adrenalin. Und dann kommst du in das Spiel ein bisschen besser rein. Und dann mit mehreren Zweikämpfen, die du gewinnst, macht das Spiel umso mehr Spaß. Und dann durch das frühe 1-0 bist du fokussiert, bist du gut drauf. Und dann haben wir es, glaube ich, über die 90 Minuten gut verteidigt. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das ist meine nächste Frage. Torhüter, Stürmer, die können sich ja bekanntlich, oder man spricht dann immer von, man spielt sich in einen Rausch. War das gestern bei euch beiden da hinten ähnlich? Das Gefühl, dass immer besser wurde? Ja, absolut. Ich glaube, wir hatten das schon einmal zusammen, das war in Mailand, da war Mats noch mal eine Stufe drüber, muss ich sagen. Da hat er sich so in Rausch gespielt, aber ich glaube, dass wir gestern dann natürlich dann auch mit seiner Rettungsaktion, ich hatte eine gute Grätsche gegen Jamal, dass sich da was entwickelt, die Fans kommen, das Stadion wird leiser, die Mannschaft entwickelt sich, mehr Beigewinne, du hast mehr Zeit, mehr Raum. Und dann, natürlich macht das was mit der Mannschaft, mit den Spielern aus. Und für mich hat es gestern extrem viel Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen, zu verteidigen, das Tor wegzuverteidigen. Und deswegen waren wir umso glücklicher, dass wir zum Glück am Schluss noch durch das Abseits-Tor zu 0 gespielt haben. Du hast die Rettungsaktion von Mats schon angesprochen gegen Dyer in der ersten Halbzeit. Warst du ein bisschen überrascht, dass der seinen Ball nur so hoch bekommt? Ja, natürlich. Der Mats ist jetzt auch kein Jungspund mehr. Ne? Aber ja, wir wissen, was wir von Mats bekommen. Der macht das in dem Moment überragend. Ich stand da auch 2 Meter daneben. Ich konnte da leider nicht mehr eingreifen. Aber der Mats hat das in der Situation geregelt. Ich habe es gestern gesagt, der kann sich's einrahmen. Weil ich glaube, das ist schon was Besonderes gestern gewesen, weil das war schon ganz hohes Niveau, was er da veranstaltet hat. Julian Ryerson, mit dem wollte ich gestern eigentlich noch ein Interview machen, der sagte immer, ey, ich bin krank, ich kann nicht reden. Wahnsinn, was der für ein Spiel abgerissen hat, dann trotzdem da auf der rechten Außenverteidigerposition. Dann schießt er noch das 2-0, sagst du vielleicht auch mal 1, 2 Worte zu ihm? Ja, Julian ist unglaublich. Wer ihn, glaube ich, vor dem Spiel in der Kabine gesehen hat, wusste, es geht vielleicht heute 60 Minuten gut, weil er schon sehr, sehr angeschlagen war, auch durch seine Entzündung, was er da hatte. Aber der Junge macht sein Spiel, der hält den Laden dicht, der macht viele Situationen für uns weg, der verteidigt oft auch mal 1 gegen 2 die Spieler weg. Und man muss dann auch sagen, technisch der Abschluss beim 2-0, das ist für mich pure Weltklasse, weil den musst du erstmal so nehmen mit der Innenseite direkt. Deswegen freut es mich für ihn und ich glaube, durch seine Arbeit, die er leistet, ich habe ja mit ihm auch schon Union gespielt, verdient er sich das gerade. Er hat das 2-0 gemacht, aber du hättest es ja 1, 2 Minuten vorher auch machen können, bei deinem Vorstoß. Ja, ich hatte die gleiche Aktion unter der Woche im Training, da habe ich geschossen. Ich glaube, wenn der Ball durchkommt, muss Karim nur ein Tap-In machen. Habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal schieße ich und dann mal schauen, wie es rauskommt, ob es besser wird oder nicht. Jetzt wissen wir ja, seit wir unser Format My Roots mit dir aufgezeichnet haben, dass... Mein Vater will immer das Spiel direkt nach dem Spiel. Ich komme hoch in den Familienbereich, jetzt in Dortmund. Und er will direkt sagen, so, nee, so geht es nicht weiter. Und da muss der und da. Und ich, Papa, komm, lass uns eine Nacht drüber schlafen und morgen neutral über das Spiel reden, dann können wir reden. Aber mein Vater, der kann das nicht so für sich beherrschen. Dann sagt er, okay, ich sage jetzt gar nichts mehr. Und dann sitzen wir da und nach 3 Minuten sagt er, ja, aber was war da los? Und du denkst dir so, ey, das kann doch jetzt nicht sein, aber er ist so, er wird sich nicht verstellen.
Das habe ich gestern beobachtet, als wir zu unseren Vans gelaufen sind, dass ihr da zusammenstand, bevor es dann zurück zum Flughafen ging. Wie fiel die Analyse aus? War der Papa zufrieden? Ja, Papa war sehr zufrieden. Mama war auch zufrieden. Hatten Lachen im Gesicht. Deswegen, Papa war hochzufrieden. Er meinte, ich habe gut gespielt. Und wenn er das sogar mal nach dem Spiel sagt, dann habe ich wirklich gut gespielt. Jetzt werde ich es ja gleich sehen, wenn ich zu meinem Bruder zum Spiel gehe. Da wird man dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger quatschen. Aber wenn meine Eltern zufrieden sind, bin ich auch selber oft sehr zufrieden. Sehr gut. Ich glaube, zufrieden waren wir gestern alle. Ich habe mit Julia Brandt nach dem Spiel gesprochen. Der hat gesagt, klar, genießen ist das eine, aber man darf es auch nicht zu hoch hängen. Es war jetzt am Ende nur ein Bundesligasieg auf dem Weg zum großen Ziel der Champions-League-Qualifikation. Was kann dieser Sieg euch aber geben? Ja, ich hoffe viel natürlich. Trotzdem müssen wir da nächste Woche drüber reden, weil Samstag zählt es wieder, ist wieder ein Topspiel. Der VfB kommt dann, sie sind unfassbar gut drauf, spielen sehr, sehr schön Fußball und da heißt es genauso wie gestern in München, von der ersten Sekunde hellwach zu sein, in die Zweikämpfe gehen, dem Gegner mal wehtun und dann hoffen, dass du so ein Spiel wie gestern ablieferst, weil ich glaube, dann sind wir schwer zu schlagen. Und es sind wieder 81.000 da, die uns nach vorne pushen, weil ich glaube, in den nächsten 2 Monaten steht noch viel an für den Club, für Borussia. Da haben wir Bock drauf und wir probieren immer das Spiel zu gewinnen. Sehr cool. Danke dir. Frohe Ostern. Dankeschön. Ja, frohe Ostern. Dankeschön.